Mein unverzichtbarer Outdoor-Begleiter ist kein DCF-Poncho, kein Carbon-Tracking-Stock und auch keine Isomatte, sondern es ist dieses 67 Gramm schwere technische Gerät, was ich jederzeit an meinem Arm trage. Und dabei handelt es sich um die Garmin Instinct 2X Solar. Und ich will es weder Uhr noch Smartwatch nennen, denn eigentlich ist es ein hochspezialisiertes Gerät, was für den Outdoor-Bereich und vor allem für mich zum Ultraleicht-Tracking extrem nützlich ist. Die gesamte Instinct-Serie von Garmin unterscheidet sich ganz bewusst von klassischen Smartwatches, denn sie verzichtet einerseits auf ein Farbdisplay und andererseits auch auf ein Touchscreen und verschiedene andere klassische Smartwatch-Features, um wirklich so effizient wie möglich zu sein. Angefangen bei der Instinct 1, die es so vor 5 Jahren gab, wollte Garmin wirklich ein Produkt rausbringen, was sehr robust ist im Outdoor-Bereich, was eine lange Akkulaufzeit hat und auch wirklich einen eigenen GPS-Empfänger. Und das macht es möglich, wirklich standalone mit dieser Uhr zu navigieren und damit auch noch ein Backup zur klassischen Handy-Navigation zu haben. Und ich habe auch mit der Instinct 1 angefangen. Das hat schon sehr gut geklappt. Ich habe die 3 Jahre getragen. Dann kam die Instinct 2. Die waren ein bisschen besser. Es gab auch eine Solarfunktionalität. Das heißt, die Uhr konnte sich in der Theorie auch selbstständig aufladen. Das hat damals alles noch nicht ganz so gut geklappt. Und mittlerweile, jetzt seit einem Jahr, kam die Instinct 2X Solar raus. Und das ist wirklich ein Gamechanger. Garmin hat damit wirklich diese Modellreihe, wie ich finde, perfektioniert. Die Uhr ist generell größer geworden. Dadurch hat sie auch wirklich ein größeres und effizienteres Solarpanel und das ist wirklich keine Spielerei mehr. Die Uhr hat so schon eine Akkulaufzeit von über einem Monat ohne Navigation und wenn man regelmäßig in der Sonne ist, hat sie damit wirklich eine unendliche Laufzeit. Und bei der Navigation reduziert sich das drastisch. GPS kostet natürlich Energie, aber auch so komme ich bei der neuen Serie auf so 3 bis 4 Trailtage und kann wirklich vollumfänglich ohne mein Handy navigieren und nebenbei meine Uhr auch noch effizient aufladen. Ja, die Navigationsmöglichkeit ist wirklich der erste Grund, der die Uhr für mich unverzichtbar macht, denn es macht es so viel einfacher, draußen den Weg zu finden. Man hat mehr Zeit, sich auf die Natur zu konzentrieren. Man kann generell Strom und Energie sparen, was auf Mehrtagestouren auch immer ein knappes Thema ist, da die Uhr wirklich keine große Akkukapazität hat und sehr, sehr wenig verbraucht. Das heißt, ich kann einfach mir einen Trail auf die Uhr laden. Das kann eine GPS-Datei sein. Ich kann das auch zum Beispiel mit Diensten wie Komoot verknüpfen und dort auch automatisch aufgezeichnete Trails hochladen. Und bei mir sieht das so aus, dass ich hier von dem Startscreen einfach drauf drücke und ich sage, ich möchte jetzt in dem Fall einen Trail wandern und habe hier verschiedene Strecken, die ich schon vorher mal auf die Uhr gezogen habe. Und ich begebe mich im Prinzip an den Startpunkt, sehe auch sofort, wie lang so ein Trail geht, wie viele Tage ich da im Prinzip brauche. Und bei mir ist es so, dass ich für jede einzelne Tagesetappe eine einzelne GPS-Datei drauflade. Man kann im Prinzip auch 300 Kilometer lang navigieren, aber die verwendeten Wegpunkte haben dann eine gewisse Grenze, sodass ja, die Uhr dann so ein bisschen abstrahiert. Deswegen ist es genauer, einzelne Tagesetappen draufzuziehen. Und in der Praxis klappt die Navigation auch wirklich sehr, sehr gut, was sich auch nochmal gegenüber den Vorgängern verbessert hat. Man hat dort einfach nur eine Linie, der man die ganze Zeit folgt. Die Uhr hat natürlich auch eine Art Kompassmöglichkeit. Das heißt, wenn ich mal nicht weiß, geht es hier rechts oder links, drehe ich mein Handgelenk, das Display der Uhr geht an und ich sehe sofort anhand eines Pfeils und dem weiterführenden Weg, wo es letztendlich weitergeht. Ja, verläuft man sich trotzdem mal, was ja schon mal passieren kann, wenn man in Gedanken ist oder gerade in einer Gruppe, wenn man sich unterhält, dann vibriert die Uhr tatsächlich, wenn man eine Abzweigung verpasst hat oder den falschen Weg genommen hat. Und das hat mich wirklich vor wahrscheinlich hunderten extra Kilometern im Laufe der Jahre jetzt bewahrt. Und man kann sich wirklich mehr auf die eigentliche Aktivität konzentrieren und ruhigen Gewissens weiterwandern, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass man im Weg verpasst, sich verläuft oder vielleicht mal eine Trailmarkierung übersieht. Garmin verwendet einen eigenen Ladeanschluss und um die unterwegs wirklich gewichtseffizient laden zu können, verwende ich einen kleinen Adapter. Der erlaubt es mir, mein USB-C-Kabel einfach anzuschließen und die andere Seite ist dann dieser Garmin-Anschluss. Das heißt, ich habe eigentlich nur meine Powerbank dabei, ein kurzes USB-C-Kabel, womit ich alle meine anderen Dinge aufladen kann und der Adapter kommt einfach hier rein, hält auch wirklich sehr, sehr gut und dann kann ich die Uhr abends in Lager eine Stunde aufladen und dann reicht sie auch auf jeden Fall wieder für die nächsten 2, 3 Tage. Der nächste Grund, warum die Uhr für mich mittlerweile unverzichtbar ist, ist die Taschenlampenfunktion. Auch eine Neuerung, die erst bei der neuesten Version der 2X dazu kam. Und ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht so viel davon erhofft und das war auch überhaupt kein Grund, warum ich die Version gewechselt habe. Aber jetzt nach einem Jahr kann ich sagen, dass ich diese Taschenlampenfunktion wirklich erstmal täglich auch zu Hause verwende und unterwegs
das wirklich ein Gamechanger ist, wenn man abends im Zelt noch irgendwas suchen möchte und nicht jedes Mal Lust hat, vielleicht seine Handytaschenlampe oder seine Kopflampe anzumachen. Und das geht wirklich innerhalb von einer Sekunde. Man drückt einfach zweimal schnell einen gewissen Knopf hier an der Seite und schon geht die Lampe an. Und auch das ist wirklich kein Spielzeug. Diese Leistung hier ist wirklich ähnlich wie bei einer richtigen Taschenlampe. Und das Besondere hier auch ist, man kann nicht nur den normalen Lampenmodus einschalten, der weiß leuchtet, sondern hier in den Einstellungen kann ich auch sagen, ich möchte erstmal die Leistung reduzieren oder ich möchte einen Rotlichtmodus haben. Und den Rotlichtmodus habe ich unterwegs auch immer im Standard aktiv, denn das wissen auch viele, es gibt bei den Kopflampen, Rotlicht zieht die Insekten und Mücken vor allem nicht so an. Und ja, es gibt eigentlich hunderte Situationen beim Kochen im Dunkeln abends, wo man mal ganz schnell Licht braucht. Ich drücke auf den Knopf und habe diese Lampe im Prinzip schnell aktiviert und mache sie auch genauso schnell wieder aus. Und gefühlt zieht es sehr, sehr wenig Akku. Rotlicht natürlich wie bei Kopflampen auch immer ein bisschen mehr als weißes Licht. Trotzdem auch im Notfall ein vollwertiger Ersatz zur Kopflampe, auch wenn man im Dunkeln auf einem Trail läuft. Deswegen da auch nochmal neben der Navigationslösung wirklich ein sehr, sehr nützliches Backup. Der nächste Grund sind die verschiedenen Sensoren, die Garmin noch zusätzlich hat, um zum Beispiel Fitnessdaten oder verschiedene Körperdaten auszulesen. Hier auf der Rückseite befindet sich ein aktueller, moderner Sensor, der ja auf der Haut immer liegt und konstant Dinge wie zum Beispiel den Puls ausliest, die Sauerstoffsättigung zusätzlich und anhand dieser beiden Werte schon sehr, sehr tiefe analytische Daten wiedergeben kann, die man sich hier entweder wie bei mir auf dem Homescreen schon mal so ein bisschen anschauen kann. Der ist übrigens ganz einfach konfigurierbar. Für mich ist einfach immer wichtig, dass ich meinen Puls sehe, die Akkulaufzeit, Zeit, Wetter und Schritte. Aber auch das kann jeder nach Präferenz einstellen. Und in der App hat man dann zahlreiche zusätzliche Ansichten. Für mich ist immer der Sleep Score interessant, das heißt auch mein Schlaf wird getrackt. Das ist nicht hundertprozentig genau. Die Uhr gibt ihr Bestes anhand von Bewegungen und der Atemfrequenz zum Beispiel zu ermitteln, wann man Tiefschlaf hat und wann nicht. Das klappt manchmal mehr gut, manchmal weniger gut, aber wenn ich einen schlechten Sleep Score habe, kann ich durchaus sagen, dass ich mich auch wirklich schlechter fühle. Das nächste ist die Body Battery, die gibt einen generellen Informationszustand darüber, wie viel Energie man im Körper hat. Und wenn man die letzten Tage viel Sport gemacht hat, schlecht geschlafen hat. Die Uhr stellt das fest und anhand der Body Battery kann ich dann zum Beispiel auch mal sagen, ich habe heute eine kürzere oder längere Etappe. Generell der Trainingszustand wird natürlich auch ermittelt und viele weitere Dinge wie die Anzahl der Schritte, die gelaufenen Kilometer oder neben dem Wandern und Trekking kann die Uhr natürlich auch verschiedene andere Sportarten aufzeichnen. Ich benutze es zum Beispiel noch beim Bouldern, um meine Routen zu tracken oder wenn man sowas wie Badminton und Tennis spielt, joggen geht. Dafür gibt es dann natürlich auch jeweils Aktivitäten, um das Ganze zu messen. Und der letzte Grund sind die Einsatzmöglichkeiten abseits der Outdoor-Aktivitäten, also im Alltag. Ich habe die Uhr wirklich immer um, also Tag und Nacht, auch beim Duschen, egal welche Aktivität ich mache. Ich nehme sie nur einmal im Monat ungefähr ab, um sie einmal zu laden. Ja, und auch im Alltag gibt es nützliche Helfer. Zum Beispiel kann ich damit mein Handy orten. Ne? Und wer kennt das nicht? Man verlegt mal kurz sein Handy irgendwo in der Wohnung und man kann einen Knopf an der Uhr drücken und schon vibriert das Handy oder gibt einen Ton. Ich kann mir vordefinierte Timer hier einstellen und die sind teilweise nützlich für mich, wenn ich mal mehrmals am Tag irgendwas stoppen oder messen möchte. Zum Beispiel auch, wenn ich mir einen Tee koche mit einer Ziehzeit von 2 Minuten, kann ich das hier mit einem Knopfdruck machen. Eine nützliche Funktion ist auch auf jeden Fall, dass ich mich mit der Uhr wecken kann. Das unterscheidet sich auf den ersten Blick erstmal nicht von einem Handy oder einem anderen Wecker, aber ich kann mich hier ganz geräuschlos nur per Vibration wecken. Und das ist für mich immer ein bisschen entspannter morgens und außerdem weckt man da auch keine anderen Leute vielleicht, die sich auch im Haus befinden. Ja, und zum Schluss kann ich natürlich auch alle Dinge, die ich in Ruhe auf dem Handy sehe, mir hier ganz schnell von meiner Uhr aus anzeigen lassen. Die Solarintensität zum Beispiel zeigt mir an, wie viel Solarladung in den letzten Stunden erfolgt ist. Und wenn ihr mit Trackingstöcken draußen unterwegs seid, dann ist die Uhr meistens immer an einer guten Position, sodass sie in der Sonne ist und kann dementsprechend auch gut laden. Ja, weiter habe ich hier noch das Wetter auf einen Blick, die letzten Aktivitäten, die Schritte, die Herzfrequenz und viele andere Dinge, die ich mir natürlich zur Not auch auf der App in Ruhe anschauen kann. Wenn es also nur ein Produkt geben würde, was ich jetzt über die Jahre kennengelernt habe und jedem Einsteiger als erstes empfehlen würde, wäre das die Garmin Instinct 2X Solar. Denn damit macht das Tracking einfach mehr Spaß und ist generell viel einfacher. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten verlinke ich die Uhr natürlich auch unten zusammen mit dem USB-C Ladeadapter. Bis zum nächsten Mal.